Meine Familie ist extrem musikalisch und dadurch bin ich einfach sehr früh schon mit Musik in Berührung gekommen. Ein Kumpel von mir hat mich gefragt, ob ich in seiner Band Bass spielen würde. Sie würden den Bassisten suchen und ich dachte mir, klar, die Power und die Energie, die dieses Instrument rüberbringt, ist einfach, das ist genau meins. Dann habe ich irgendwann später mit 15 spätpubertär mir einbildet, ich muss mir eine Gitarre kaufen. Habe ich dann mir ein bisschen zusammengespart, habe meine gekauft und dort halt ein bisschen so ein paar Power Chords geübt. Bevor ich gehen hab können, als kleines Kind, habe ich schon die Kochtöpfe aus der Küche der Mom zusammengesammelt und die Kochlöffel darauf zerschlagen. Also irgendwie, wie man es genau nimmt, ich habe immer schon auf irgendwas herumhauen müssen. Songs schreiben, das habe ich als Jugendliche bzw. als Kind schon gern gemacht. Und jetzt kann ich das so richtig schön ausbauen. Und mit meiner Stimme, wenn ich dann meine Gesangsmelodie erfinde, kann ich den Zuhörer in meine Welt eintauchen lassen. Mit Schlagzeug angefangen habe ich mit so 8 Jahren circa. Da habe ich das erste Schlagzeug zu Hause gehabt. Das erste Mal mit Lehrer oder wo ich dann offiziell angefangen habe, Unterricht zu nehmen, da war ich glaube ich 11. Dann habe ich irgendwann den Flo getroffen und die Crew und dann haben wir in der ersten Band damals gemeinsam zusammengespielt. Das war extrem geil. Ja, und dann später einmal hat mir der Flo wieder einmal angerufen und gesagt, okay, wie schaut's aus? Hättest Zeit und Lust? Und ich habe natürlich, keine Ahnung, sofort mir gedacht, um Gottes Willen, was ist das für eine Chance? Ich war schon immer gern kreativ und jetzt kann ich durch die Musik alles vereinen. Ich kann in den Musikvideos tolle Welten erschaffen und kann mich selbst immer wieder neu kreieren. Dazu kommt, dass man im Videoschnitt auch unheimlich kreativ sein kann mit den Effekten. Und dann drehst du auch mal den Kopf vielleicht mal nach rechts, nach links. Genau so. Durch den Hintergrund von meiner Familie war ich mit Klassik sehr früh konfrontiert. Später dann voll die New Metal Schiene erwischt. Linkin Park, Limp Bizkit, Korn ganz viel, Slipknot, die ganzen Bands aufgekommen sind, die halt damals aufgesogen wie ein Schwamm. Irgendwie so voll die mysteriöse Story um unseren voll mysteriösen Gitarristen, Alter! Positiv war der erste wirkliche Schritt nach draußen. Da fühlt man sich schon ganz anders und dann kann man mal ganz anders arbeiten und kommt in eine ganz, ganz andere Szene. Das hat, glaube ich, alles beeinflusst, was danach gekommen ist. Das war für mich so das Ding, so, okay, passt, jetzt gehe ich den Weg all in, alles auf die Karte, geradeaus. Am besten daran Musiker zu sein, finde ich die Bandproben. Das Brainstorming mit den Bandkollegen, das Songwriting, die Planung von den Shows und die Shows dann auf die Bühne zu bringen. Der erste ist immer durch und dann der zweite ist dann mit dem Break. Nochmal, 1, 2, 3, 4.
Drugs, Rock'n'Roll, yeah, ja. Also letzten Endes klar, wir haben uns für diesen Lifestyle entschieden, als wir gesagt haben, ich will Rockstar werden. aber ich würde trotzdem sagen, auch wenn man das Leben genießen sollte, und das machen wir in vollen Zügen, sollte man den Boden nicht verlieren. Null Positiv hat mein Leben insofern verändert, dass ich sehr, sehr viel mehr professionell mit Musik umgehe und dann natürlich live auf der Bühne, das ganze Setup, das ganze Backstage und alles, was sonst noch dazu gehört. Normal war mir einfach schon immer zu langweilig. Und genauso geht es mir mit dem Gesang. Ich habe einfach eine große Bandbreite und die möchte ich gerne nutzen. Denn unsere Songs, die haben auch so viele Emotionen und sind so facettenreich. Und wenn ich wütend bin, dann, na klar, dann nutze ich einen Schrei. Oder wenn man mal irgendwo eine Verzweiflung darstellen möchte, ist so ein zart gesungener Part auch sehr wertvoll. Independence. So nah und fern von mir drehen die Uhren sich weiter. Nur mein Herz will's nicht kapieren. Independence. So nah und fern von mir drehen die Uhren sich weiter. Eigentlich bin ich so zu Null Positiv gekommen, dass für einen guten Bekannten Schrägstrich Freund von mir für dessen Rockprojekt Schlagzeug spielen hätte sollen und der war halt beim damaligen Produzenten von Null Positiv. Und als ich mich dort beworben habe, hat der dann gemeint, hey, vergiss das, komm gleich zu Null Positiv, wir brauchen einen jungen Metal-Schlagzeuger. Und so kam das eine zum anderen und plötzlich war ich auf Lanzarote und wir haben 2 Musikvideos draht. Mein Lieblingssong live, Insomnia. Die Energie, die Power, die der Song rüberbringt, wow. Ich habe das Gefühl, dass man das direkt da dem Publikum irgendwie rüberbringt und die geben einem diese Energie auch zurück. Der Song live, das ist meiner, Insomnia. Und all die Seelen suchen nach dem Licht in Insomnia. Doch all die Tränen fließen nur in die Dunkelheit. Insomnia. So, das war er nun, ein kleiner Ausflug in unsere Vergangenheit, ein paar Details über jeden von uns. So wisst ihr mal, wer wir sind und wie wir so ticken. Und falls euch doch noch eine Frage einfällt, die ihr gerne beantwortet bekommen möchtet, dann schreibt sie hier unten in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit, wenn die dann beantwortet werden, ihr es nicht verpasst. Bis dahin und vielleicht auch mal live beim Konzert. Rock on, eure Null Positiven. Servus die Madeln, grüß euch die Burm.
Arsch oder Titten? Nein. Arsch. Nein, das ist bescheuert. Oh Gott. Hey, Hallo. Katze. Ja, super. Das ist der Übeltäter, der uns da die ganze Zeit die Aufnahmen verhaut. Aber ich find's geil.